Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute schauen wir uns die brandneue Beretta PMX Airsoft aus dem Hause Umarex bzw. KWA an. Das Ganze als Gas Blowback. Ich würde sagen, ich rede nicht mehr so lange. Intro ab und dann geht's los. Intros durch, da bin ich wieder. Ja, lasst uns anfangen. Heute mit dem Review von der Beretta PMX Airsoft aus dem Hause Umarex, gefertigt von der Airsoft Schmiede KWA. Haben wir hier die allererste Beretta PMX Airsoft in der Hand und das gleich auch am Start als Gas Blowback, und das feiere ich schon total ab. Das ist schon mal der erste Pluspunkt hier in diesem Review. Genial, dass Umarex sich dazu entschlossen hat, diesen Nachbau hier gleich als GBB rauszubringen und dann auch noch in Zusammenarbeit mit KWA. Die haben das auch ordentlich drauf und die haben auch bewiesen, dass sie auch etwas ändern können. Was genau, das zeige ich euch im Laufe des Reviews. Ja, lasst uns anfangen. Erstmal einen herzlichen Dank an die Firma Umarex, dass sie mir das gute Stück hier zur Verfügung gestellt haben. Am Kostenpunkt 399 €. Wer ein bisschen in den Airsoft-Shops schnüffelt, wird das auch günstiger sehen. Ich glaube, 340 war das günstigste, was ich bis jetzt gefunden habe. Also sollte Interesse bestehen am Ende des Reviews, schaut genau jede Webseite euch an. Ihr könnt vielleicht sogar einen Schnapper machen. So, das zunächst erstmal zum Anfang. Ja, fangen wir mit dem Lieferumfang an. Würde ich sagen, ja, das Ganze kommt hier in diesen Umarex Beretta typischen Karton geliefert. Dann habt ihr hier die Beretta PMX selber mit einem 48 Schuss Gasmagazin. Und dazu gibt es einmal eine bebilderte Anleitung, auch mit einem Ersatzteilpart, falls euch mal was kaputt geht. Und dann auch Umarex typisch haben wir hier diesen Sicherheitshinweis. Bevor wir mit der Airsoft einsteigen, denke ich mal, ist ein guter Zeitpunkt jetzt an dieser Stelle noch ein bisschen was über die Real Steel zu erzählen, für all diejenigen, die gar nicht wissen, was ich hier eigentlich in den Händen halte. Ja, die Beretta PMX wurde 2017 von Beretta vorgestellt und war dazu konzipiert, die ja seit 1961 in Polizei und Militär in Italien befindliche Beretta M12 Maschinenpistole abzulösen. Diese Maschinenpistole wurde 1951 entwickelt und wird sogar noch bis heute gebaut, auch unter Lizenz in anderen Ländern. Ist also eine sehr durchdachte Maschinenpistole und von Beretta die erste Maschinenpistole gewesen, die in Blechprägeweise gefertigt wurde, um halt die Herstellungskosten zu senken. Ich denke mal, ich blende sie mal hier ein. Sollte auch jeden eigentlich bekannt sein, gerade aus diesen italienischen Mafia-Filmen aus den 70ern und 80ern, da kommt sie ja immer mal wieder vor, auch in Computerspielen wie Rainbow Six oder Mafia 3 kann man die Beretta M12 bewundern in Aktion, und sie gab es bzw. gibt es auch als Airsoft-Variante, ich glaube als elektrische von S&T, und sogar Umarex hatte einmal eine M12 auf den Markt gebracht als Federdruck, aber ich glaube, soweit ich weiß, als Gas Blowback ist sie nie erschienen, vielleicht in irgendeinem japanischen historischen Altwerk mal als HPA, aber ich glaube als GBB ist sie, glaube ich, nie gekommen. By the way, ich denke mal, ich würde mich freuen, wenn es eine Neuauflage von der M12 mal geben würde als Gas Blowback. Das wäre ein schönes Pendant hier zur PMX. Ja, ich klappe mal hier die PMX auf und wie ihr sehen könnt, besteht eine gewisse Ähnlichkeit zu der alten Beretta M12. Das ist auch wirklich so gewollt. Denn Beretta hatte die PMX konzipiert für die italienische Polizei und Militär als Ersatz für die M12. 2018 war es auch soweit und die italienische Polizei wurde mit der PMX ausgerüstet. Nicht nur optisch sollte sie der M12 ähneln, sondern auch von der Bedienung, sodass der Umstieg von M12 auf PMX leicht für die Anwender war. Und ja, und jetzt verschwindet die M12 halt
langsam aus dem italienischen Landbild und wird durch die PMX jetzt ersetzt. Das Schöne ist, die PMX besteht zum größten Teil aus Polymerbauweise, um auch das Gewicht zu reduzieren. Die M12 hat ein Gewicht von ca. 3 Kilo und die PMX hier von 2,4 Kilo. Und das macht sich wirklich auch in der Bedienung bemerkbar, dass man etwas Leichteres in der Hand hat und es wurde auch auf Ergonomie etwas gesetzt. Das sieht man hier auch in dem Stock. Wir haben jetzt hier einen Skelettstock mit Gummierung. Das ist alles ein bisschen stabiler und besser im Handling als mit der M12. Und auch noch andere Sachen wurden geändert. Aber das schauen wir uns jetzt dann auch bei der Airsoft-Variante von der PMX etwas genauer an. Das soll es auch soweit erstmal gewesen sein mit den Real Steel Facts. Wenn ihr noch weitere Sachen wissen wollt zu Real Steel, googelt einfach mal. Da gibt es eine ganze Menge zu schauen. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt steigen wir mit der Airsoft ein. Starten wir mit dem Bodycheck und dem Ersteindruck. Als ich die Beretta PMX zum ersten Mal aus dem Karton geholt hatte, war ich doch absolut überrascht, wie leicht hier diese Airsoft ist. Ein Blick aufs Datenblatt zeigte mir 2,4 Kilo. Also genauso schwer bzw. genauso leicht wie das reale Vorbild. Also hier hat KWA bzw. Umarex richtig was Fantastisches geleistet und auch vom Gewicht hier ein 1:1 Nachbau gefertigt. Apropos 1:1, wie das Originalvorbild haben wir auch hier komplette Polymerbauweise im Außengehäuse. Das ist genauso auch wie bei der echten Beretta. Wir haben hier so ein leichtes aufgerauten Polymerkunststoff verstärkt, auch von KWA absolut fantastisch umgesetzt. Wir haben hier so gut wie gar keine Gussnähte, alles sitzt richtig schön perfekt. Hier wackelt und klappert nichts. Selbst der Stock, der hier klappbar ist, sitzt bombenfest am Gehäuse. Wenn ich ihn klappe und ihn mal einrasten lasse, ja, sitzt das auch richtig fest. Das Einzige, was hier so ein bisschen klappert, das ist das Magazin. Wenn ich das mal rausnehme und dann mache, ja, hört man hier nichts. Und das ist wirklich ein Zeichen von Qualität, dass hier alles passgenau gefertigt ist. Und der absolute Traum für mich gerade als Sammler ist, wir haben hier ein voll lizenziertes Produkt. Das heißt, hier sind auch alle Markings am Start. Schauen wir uns die Markings etwas genauer an. Ich fange auf der linken Seite an. Da finden wir zunächst einmal im vorderen Bereich das Beretta-Logo mit dem Schriftzug Beretta in richtig großen Lettern. Denn darunter P Beretta Gardone V1. Hinter dem Ladehebel finden wir die Produktbezeichnung PMX, richtig schön aufgetragen auf dem Gehäuse, sieht richtig sauber aus. Dann haben wir hier den Feuerwehrhebel mit den authentischen Markierungen R1 und S. Am Griffstück in der Texturierung drin auch nochmal richtig sauber eingelassen, das Beretta-Logo. Schauen wir uns die rechte Seite auch nochmal etwas genauer an. Da haben wir hier auch sauber wieder aufgetragen das PMX-Logo. Unterhalb finden wir jetzt den Schriftzug Beretta Trademarks License by Beretta Italy, made for Umarex Germany. Das finden wir auf der Original PMX nicht. Was wir aber auf der Original PMX finden, ist hier am Verschluss die Kaliberkennzeichnung 9x19. Dann unten am Magazinschacht finden wir hier den Schriftzug Warning, retract bolt to see if loaded, read manual before use. Das ist beim Original auch so. Dann wieder abweichend und man erkennt dadurch, dass es sich hier um eine Airsoft handelt, haben wir unten nochmal Kaliber 6 mm BB und extra aufgelasert nochmal das F und die individuelle Seriennummer. Nochmal ein Blick auf den Feuerwehrhebel, auch genauso wie auf der anderen Seite die Kennzeichnung R1 und S und auch auf der Seite hier am Griffstück eingelassen das Beretta-Logo. Also ihr könnt sehen, die Markings genauso, oder sagen wir mal fast genauso wie beim Original. Wir haben hier leider auf der rechten Seite diese Trademarks made by Umarex Germany und wir haben das Kaliber 6 mm mit dem F. Aber ja, das sei der Firma Umarex geschuldet. Das ist ja auch bei den HK-Modellen so immer drauf und unterscheidet sich da auch von den Originalen. Ja, und zum Thema 6 mm BB und F sage ich nichts. Ist ja auch Pflichtprogramm in Deutschland. Von daher würde ich schon sagen, Markings absolut top gemacht und für jeden Sammler eine schöne Sache, wenn er auf seiner Replik auch die Original-Markings findet.
Weiter geht's mit den technischen Daten. Heute die Beretta PMX aus dem Hause Umarex bzw. KWA. Haben wir hier eine Gesamtlänge im eingeklappten Zustand von 423 mm, im ausgeklappten Zustand 644 mm, Lauflänge 295 mm, Gewicht 2,4 Kilo. Haben wir das Kaliber 6 mm Bibi, Magazinkapazität 48 Schuss, System Gas Blowback, haben wir eine angegebene Energie von 1,1 Joule bzw. 345 FPS. Das Ganze werde ich jetzt für euch im Chrono nachmessen, mache gleichzeitig auch den Gaseffizienztest. Das heißt, ich schaue, wie viel Schuss ich mit einer Gasladung hier verschießen kann. Ja, und danach geht es dann zum Schusstest und dann schauen wir uns mal an, wie akkurat hier diese kleine Airsoft auf 30 Meter schießt. Das war der Chrono Gaseffizienz und Schusstest gewesen. Was mich absolut vom Hocker gehauen hatte, war ja die Schussleistung von der PMX hier auf 30 Meter. Absolut akkurat. Mit 0,25 Gramm Bibis habe ich wirklich ein richtig schönes, enges Trefferbild erzielt. Wir haben hier nur einen kurzen Innerbarrel von 295 mm. Aber dieses KWA-System läuft absolut akkurat. Zumal man das Hop-Up jetzt so richtig schön fein justieren kann, ohne Werkzeug, kommen wir aber später drauf, wenn wir in die Details gehen. Also Schussergebnis absolut top. Gaseffizienz, ja, finde ich auch richtig fantastisch. So, das zu diesem Abschnitt. Jetzt machen wir weiter mit den Details und Funktionen. Ich arbeite mich für euch von vorne bis nach hinten durch. An der Mündung befindet sich hier dieser 3-Warzen-Adapter, wie wir den auch von der MP5-Serie kennen. Hier habt ihr die Möglichkeit, passende Schalldämpfer, Suppressor mit Treelock Adapter anzubringen. Welche hier passen, kann ich euch leider nicht sagen, da ich sowas nicht besitze.
Vielleicht jemand, der Bescheid weiß, kann es unten mal in die Kommentare schreiben. Man kann diesen Adapter auch entfernen. Dazu müsst ihr hier diese kleine Mahnschraube lösen und mit gegen den Uhrzeigersinn den Adapter wegschrauben. Wir haben hier aber leider nur einen 12 mm Positivgewinde drauf. Das heißt, wir können normale 14 mm Tracer, Muzzle Flash Generatoren oder Suppressor nicht anbringen. Da braucht ihr auf jeden Fall einen Adapter. Die PMX verfügt wie das Original über 7 Gewehrriemenaufnahmen. Im vorderen Bereich haben wir links und rechts zweimal welche. Im hinteren Bereich jeweils auch nochmal 2. Und am Skelettschaft haben wir hier und hier und hier auch nochmal die Möglichkeit, Gewehrriemen aufzunehmen. Gucken wir uns die vordere Visierung an. Die ist hier auf der Picatinny-Schiene befestigt, lässt sich auch ohne Probleme abmachen bei Bedarf. Sie kann ein- und ausgeklappt werden. Wir sehen jetzt hier den ausgeklappten Status. Das Korn lässt sich in der Höhe verstellen. Dazu benötigt ihr einen metrischen Sechskantschlüssel in der Größe 2,5. Den setzt ihr hier an und dann könnt ihr das Korn verstellen. Des Weiteren kann man das einklappen und ihr seht, wir haben hier auch noch mal extra ein Notfallkorn. Das ist mit einem weißen Punkt versehen. Wozu das da ist, das kann ich euch gleich später sagen. Erstmal zur Verarbeitungsqualität hier von der Visierung. Das sitzt hier richtig schön fest, hier wackelt nichts. Man braucht ein bisschen Kraft, um das ein- und auszuklappen. Das ist wirklich hervorragend gefertigt. Schauen wir uns die Gegenseite an. Auch hier 2 Statis im ausgeklappten Zustand. Könnt ihr die Visierung von links nach rechts verstellen. Dazu braucht ihr hier einen 3er Sechskant-Schlüssel. Auch dieser lässt sich natürlich auch ohne Probleme einklappen. Und wir haben jetzt hier auch das Pendant auf der Hinterseite. Eine Kimme mit 2 weißen Punkten. Wozu man das braucht? Ich habe jetzt hier einen Rotpunkt drauf. Sollte das mal nicht funktionieren, kann ich hier vorne und hinten das einklappen. Und wenn ich jetzt mal euch das von dieser Seite zeige, könnt ihr sehen, kann ich hier durch die Brücke ohne Probleme weiterziehen im Notfall. Und bei mir ist es auch so, wenn ich das jetzt hier aufklappe, kann ich sogar auch noch durch das nicht funktionierende Rotpunkt visieren. Neben der großen Hauptschiene oben, wo ihr wirklich alles montieren könnt, habt ihr jeweils links, rechts und unten auch nochmal Schienen, wo ihr euch Zubehör wie Kamera, Laser und Lichtdummies anbringen könnt. Umarex hat der PMX vom Hause aus hier schon diesen Kunststoff-Vordergriff spendiert, der sehr fest an der Schiene sitzt, und ich denke mal, ich werde ihn nicht abnehmen, denn das macht die PMX absolut führig. Schauen wir uns die Bedienelemente von der Beretta PMX an. Diese sind ähnlich der M12 aufgebaut, um halt den Umstieg von M12 auf PMX für die Anwender zu erleichtern. Aber das Ganze modernisiert. Zum einen ist das hier auch alles beidseitig bedienbar, sodass der Linkshänder und Rechtshänder hier ohne Probleme an der PMX werkeln kann. Ja, schauen wir uns erstmal die rechte Seite an. Da haben wir hier zum einen den Feuerwahlhebel mit den 3 Positionen. Das haben wir hier auf der linken Seite auch. Dann haben wir hier den Magazinlöseknopf. Einmal draufdrücken, um das Magazin rauszunehmen. Haben wir auch auf der rechten Seite. An dieser Stelle finde ich persönlich sogar als Rechtshänder mehr angenehmer als auf der Seite, denn ich komme hier mit meinem Abzugsfinger sehr, sehr leicht ran, um das Magazin rauszunehmen. Dann haben wir auf der linken Seite den Ladehebel. Ja, ich zeige dir mal so ein bisschen. Der ist leicht angeschrägt. Könnt ihr das sehen? Und dieser lässt sich auch ohne Probleme von links auf die rechte Seite bringen. Das ist auch wichtig, denn das einzige Element, was nicht beidseitig hier bei der PMX ist, ist der Verschlussfanghebel. Ich bringe mal den Verschluss in die hintere Position. Im Magazin ist nichts drin, deswegen rastet der Verschluss in der hinteren Position ein. Wir haben hier auf der linken Seite jetzt den Verschlussfanghebel. Wenn ich drauf drücke, fährt der Schlitten nach hinten, und das habe ich auf der rechten Seite hier nicht. Wenn wir aber nachher den Ladehebel auf die andere Seite bringen, ist dieses Manko eigentlich weg, denn der Linkshänder kann jetzt das neue Magazin einlegen und dann einfach den Verschlussfanghebel ein Stück nach hinten ziehen, loslassen, und dann ist er wieder am Start. Aber das zeige ich euch, wie gesagt, wenn wir nachher den Ladehebel umbauen.
Gucken wir uns mal das Abzugsverhalten an. Ich habe hier ein leeres Gasmagazin ohne Bibis. Wir laden einmal durch. Finger am Verschlussfanghebel, sodass wir Dry Fire machen können. Finger am Abzug. Der Abzugsweg beträgt ca. 2 bis 3 mm. So, ihr spürt den Druckpunkt kaum. Ihr merkt nur, dass es ein bisschen schwieriger wird. Ich habe ihn jetzt schon erreicht, also man muss so ein bisschen üben. Jetzt nur leicht den Druck erhöhen. Löst sich der Schuss. Der Resetpunkt ist dafür absolut gut spürbar und auch hörbar. Klack, da ist er. Und jetzt bin ich auch sofort wieder am Druckpunkt. Und da könnt ihr ganz schnelle Schussfolgen machen, ohne Problem. Ja. Funktioniert absolut fantastisch. Wo stellt man jetzt bei der PMX das Hop-Up ein? Hier hat KWA wirklich was Innovatives geleistet, beziehungsweise sich dem Standard angepasst, wie man ein Hop-Up einstellt. Wir brauchen bei dieser KWA kein Einstellwerkzeug mehr. Ich fahre mal den Verschluss nach hinten, dass der hier einrastet. Schaut mal hier. Um die Hop-Up-Kammer herum befindet sich jetzt hier dieses Metall-Einstellrädchen. Hier geht ihr einfach mit den Finger rein und könnt jetzt hier schön schrittweise das Hop bequem verstellen. Also das finde ich absolut innovativ, dass sich KWA jetzt hier dem Standard angepasst hat. Schauen wir uns auch noch mal das Magazin etwas genauer an. So sieht es aus. Ersatzmagazin kostet so um die 80 €. Optisch sieht es fast exakt so aus wie das KWA B&T MP9 Magazin. Ihr könnt dieses Magazin auch ohne Probleme in die MP9 einsetzen. Schießt, feedet ohne Probleme und auch nach dem letzten Schuss bleibt der Verschluss in der hinteren Position. Ihr könnt aber nicht ohne Probleme das MP9 Magazin in die PMX packen. Habt ihr zwar auch keine Probleme beim Schießen und Feeden, aber nach dem letzten Schuss bleibt der Verschluss nicht in der hinteren Position. Da aber die KWA MP9 Magazine sehr selten sind, wird wahrscheinlich eher die Tendenz sein, dass ihr euch eher mehr PMX Magazine für die MP9 holt, und das ist wie gesagt kein Problem. Wir haben hier noch eine Neuerung bei den PMX Magazinen, und zwar hier im vorderen Bereich. Da ist hier dieses Sichtfenster, wo ihr schauen könnt, wie viele Bibis raus sind, noch vergrößert worden. Zusätzlich lässt sich der Follower auch in der unteren Position jetzt einrasten. Das mache ich mal. Ja, einfach nach hinten ziehen. Dann bleibt ihr hier unten eingerastet. Und jetzt könnt ihr einfach die Bibis mit dem Speedloader hier schön in das offene Fenster rein kullern lassen. Und dann geht das Ganze wesentlich schneller, als wenn ihr das hier oben macht. Ja, und wenn vollgeladen, drückt ihr hier wieder auf den Follower, schiebt ihn vorsichtig in die vorderste Position und dann seid ihr ready to go. Schauen wir uns den hinteren Teil an, den Klappschaft. Da haben wir hier diesen Skelettschaft, so wie wir den auch beim Original finden. Hier die Schaftkappe hinten mit Hartgummi perforiert, genauso wie beim Original. Sehr, sehr wertig. Apropos wertig, hatte ich euch auch gesagt, der Stock hier hinten sitzt spiel- und wackelfrei am Gehäuse und lässt sich auch wie beim Original klappen. Dazu müsst ihr hier nur den Knopf drücken und den einrasten lassen. Haben wir hier so eine kleine Kunststoffnase. Einmal gegendrücken und schon sitzt das Ganze schön spielfest. Wenn ich hier wackel, ja, da passiert hier rein gar nichts. Das sitzt richtig gut. Und wenn ihr es wieder ausklappen wollt, mit ein bisschen Druck, könnt ihr das wieder in die Ausgangsstellung bringen. Dann haben wir uns die PMX hier von außen angeschaut. Was noch übrig bleibt, ist das Feldzerlegen und ein Blick in die Internals. Und das ist absolut fantastisch, was hier Umarex bzw. KWA umgesetzt hat. Denn wir können diese Airsoft-Replik genauso zerlegen wie das Original. Und sowas feiere ich immer absolut ab. Um die PMX zu zerlegen, entnehmt ihr erstmal das Magazin. Und dann brauchen wir einen Pintreiber. Wir haben hier an der Stelle den Zerlegebolzen. Da braucht ihr nur ganz kurz mit dem Pintreiber mal raufhauen. Sitzt nicht zu fest, geht ziemlich einfach. Ja, nur so ein Stück, das reicht schon. Dann einmal umdrehen und dann könnt ihr den Bolzen rausziehen, bis es nicht mehr geht. Der ist selbstsichernd, so sieht das Ganze aus. Ja, und dann braucht ihr nur den oberen Teil nach vorne drücken. So, das reicht schon. Und dann
könnt ihr den oberen Bereich abnehmen. So, ich lege das mal hier zur Seite. Jetzt geht es weiter mit dem oberen Gehäuse. Jetzt müsst ihr hier die Endkappe aus Stahl abschrauben. Ja, so sieht es aus. Dann könnt ihr hier auch schon die Gewehrriemenaufnahme aus Stahl entfernen, die Federführungsstange rausnehmen und dann, ich drehe es nochmal um, schiebt ihr jetzt mit dem Ladehebel den Verschluss bis zum Endpunkt. Ihr seht hier, ich gehe noch mal zurück, haben wir hier eine runde Aussparung. Bis dahin muss der Ladehebel gehen und dann könnt ihr den nämlich abziehen. Geht ein bisschen schwer, weil der durch so eine Klammer gesichert ist. So, so sieht es aus. Und dann könnt ihr den Verschluss hinten rausnehmen. Jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen. Hier sind so eine Führungsklammern aus Kunststoff. Ich zeige mal rein. Ja, die fallen sehr, sehr gerne raus. Ich habe auch schon eine verloren. Die müsst ihr euch auf jeden Fall schön zur Seite legen, damit ihr die nicht verliert. Und so sieht jetzt die PMX zerlegt aus. Und jetzt gehen wir mal noch ein bisschen näher ran. Schauen wir uns die Endkappe noch mal an. Die ist wie gesagt aus solidem Stahl gefertigt, richtig schwer und wertig. Könnte man fast meinen, man hat hier die Real Steel Endkappe in der Hand. Also richtig toll gemacht. Ich halte hier noch mal den Magneten ran. Schönster Stahl, schön verarbeitet. Im Inneren hier haben wir noch mal eine Hartgummieinlage. Das dient dazu, um den Verschluss beim Zurückführen zu dämpfen. Weiter geht's mit der Federführungsstange bzw. Stangen. Ich nehme mal hier die Federn ab. Die Stangen selber sind auch aus Stahl gefertigt. Halt mal den Magneten ran. Ja. Montiert sind sie aber hier in diesem Kunststoff, was ich aber jetzt nicht so dramatisch finde, denn wie gesagt, hier bei der Endkappe, die hat ja hier diesen Gummidämpfer drin. Da setzt nämlich die Federführungsstange ein, wird hier genau dieser Teil auch geschont vor Beschädigung. Von daher ist es jetzt für mich nicht so dramatisch, dass das jetzt hier Kunststoff ist. Schauen wir uns den Verschluss an. Dieser ist aus Aluminium gefertigt und hat gerade mal ein Gewicht von so circa 111 Gramm. Oberhalb haben wir diese Messingrollen. Da müsst ihr aber auch aufpassen, denn bei meinem Modell, ich zeige es mal, ja, da. Seht ihr, geht schon der Bolzen raus, fällt auch schon die Messingrolle ab. Also hier müsst ihr auf jeden Fall bei der Demontage aufpassen, dass ihr nichts verliert. Ebenso hier der Bereich, da haben wir nämlich auch noch mal so eine Gummiführungen. Seht ihr hier, da, die sitzt hier drin. Wenn ich hier auch mal ein bisschen hämmer, da fällt sie auch raus. Also da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Oder ihr könnt halt mit so ein bisschen Schraubenkleber diese Stifte hier fixieren. Es ist wie gesagt nicht dramatisch, wenn es hier so locker ist wie bei mir, denn wenn es in der Airsoft selber drin ist, dann fällt hier nichts raus, weil es ja durch das Gehäuse geschützt wird. So, schauen wir uns noch hier das Nozzle an. Das ist auch sehr, sehr führig und schön perfekt in dem Verschluss integriert und sorgt auch jetzt hier mit dem Routing für eine schöne Gasausbeute. Kleine Korrektur zu der Messingrolle, warum die rausgefallen ist. Und zwar habe ich bei der Demontage jetzt hier diesen E-Clip verloren. Den habe ich zum Glück auf dem Fußboden gefunden. Der sichert nämlich eigentlich hier diese Messingrolle, dass die nicht rausfällt, muss ich jetzt einpriemeln. Also passt definitiv aus, wenn ihr den Verschluss auseinander nimmt. Das scheint alles nicht so ordentlich fixiert zu sein. Schauen wir uns den Ladehebel an. Der besteht aus Aluminium und hat hier in diesem Bereich nochmal eine Stahlklammer, die dafür sorgt, dass der Ladehebel am Verschluss hängen bleibt. Die Besonderheit an diesem Ladehebel ist, dass der hier an einer Stelle abgegradet ist. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass genau dieser Teil auch passend mit dem Verschluss ist. Hier der gerade Teil befindet sich im oberen Bereich. Ihr müsst also den Ladehebel genau so ansetzen und den auch so wieder in den Verschluss drücken, damit der auch wirklich fest sitzt. Ich ziehe noch mal ab. Wir bauen den nachher auch so ein, dass er hier auf Linkshänderbetrieb bedient werden kann. Schauen wir uns jetzt das obere Gehäuseteil etwas genauer an. Wie bereits erwähnt, besteht
das äußere Kleid hier aus hochwertigem Polymer, genauso wie beim Original. Wenn ich das jetzt mal auf die Unterseite drehe, sehen wir hier das Verschlussrohrstück. Das ist wie beim Original hier aus Metall gefertigt, bei der KWA aus Aluminium. An dem Punkt hier, wo ihr dieses Loch seht, hier geht der Bolzen durch, um oberes Gehäuse mit dem unteren Gehäuse zu verbinden, beziehungsweise um es voneinander zu trennen. Ich drehe mal jetzt auf die Seite, dann können wir uns den Outer Barrel mal etwas genauer anschauen. Dieser ist auch aus Aluminium gefertigt. Der Teil hier, wo ihr mit einem 22er Schlüssel den Outer Barrel entfernen könnt, der ist wiederum aus Stahl gefertigt. Der sorgt hier für die Verbindung zwischen dem Verschlussrohr und dem Outer Barrel. Wenn ihr den auseinandernehmen wollt, braucht ihr nicht nur den 22er Schlüssel, sondern ich zeige euch das jetzt mal so rein. Seht ihr hier nochmal 2 Schrauben, die müsst ihr definitiv auch lösen. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, haue ich euch mal einen Link rein von KWA. Die haben genau gezeigt, wie man das hier auseinander nimmt. Auch wie man die Hop-Up-Kammer hier rausnimmt, wird hier auch gezeigt. Da müsst ihr nämlich hier die kleine Schraube lösen und auch hier die kleine Schraube, und dann könnt ihr auch noch die Hop-Up-Kammer rausnehmen. Apropos Hop-Up, ich denke mal, das schauen wir uns auch noch mal kurz an. Ich denke mal, das kann man jetzt noch besser sehen als im eingebauten Zustand. Hier könnt ihr noch mal dieses Stellrädchen sehen. Also richtig toll, was KWA hier gezaubert hat, dass wir nun endlich mit der Hand das Hop-Up justieren können. Schauen wir uns zum Schluss noch die Trigger Group an. Die besteht weitgehend aus Stahl, ausgenommen jetzt hier von dem Feuerwahl-Selektor und dem Hammer. Der besteht aus Aluminium. Finde ich jetzt nicht so dramatisch, dass der Hammer aus Aluminium ist, weil ja, wie gesagt, der Gegenpart hier am Verschluss ist auch aus Aluminium. Also Aluminium haut hier gegen Aluminium, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ich spanne den mal. Dann haben wir den Rest, aber wie gesagt, aus Stahl gefertigt. Hier sitzt der Magnet fest, hier auch am Disconnector sitzt der Magnet fest. Und warte mal, ich drücke mal kurz ab. Schauen wir uns den Firewall-Pin an. Auch der besteht hier aus Stahl. Also richtig schön gemacht. Der der Verschlussfanghebel, der ist auch aus Aluminium gefertigt. Also von der Wahl her haben wir nicht alles komplett aus Stahl. Aber da, wo Stahl Sinn macht, wurde Stahl bei KWA verbaut. Ich habe die PMX wieder zusammengebaut und in dem Zuge habe ich jetzt hier den Ladehebel gleich mal von der linken Seite auf die rechte Seite gebracht, damit wir jetzt hier den reinen Linkshänderbetrieb haben. Und dann kann ich euch gleich zeigen, dass es nicht so schlimm ist, wenn auf der anderen Seite der Verschlussfanghebel fehlt. Ich simuliere das mal, ich wechsle jetzt mal meine Hand. Das ist für mich immer ein bisschen komisch als Rechtshänder jetzt das so anzufassen, aber ich kann es euch mal zeigen. Ladehebel ist jetzt auf der rechten Seite, das heißt, ich kann das easy nachladen und schießen. Jetzt simulieren wir das Ganze mal nach dem letzten Schuss. Bleibt der Verschluss hinten. Ja, ich nehme das Magazin raus, würde jetzt ein neues einlegen. Ja, und dann brauche ich jetzt hier keinen Verschlussfanghebel mehr, damit ich loslegen kann, sondern ich brauche die Verschluss AK-typisch nur ein Stück nach hinten legen, loslassen und dann bin ich sofort wieder einsatzbereit. Und dann sind wir auch schon fast am Ende angekommen von meinem Review. Was natürlich bleibt, sind noch meine Pro und Kontras. Die blende ich euch hier auf der Seite ein. Heute die Beretta PMX Maschinenpistole als Gas Blowback Airsoft Variante. Und das kommt schon gleich an dem ersten Punkt meiner Pros. Wir haben hier die allererste Airsoft-Replik einer Beretta PMX und das gleich vom Start ab als Gas Blowback. Und sowas feiere ich natürlich absolut ab. Dann nächster Pluspunkt, definitiv die Verarbeitungsqualität und die Passgenauigkeit. Also hier gibt es überhaupt nichts zu meckern. Dieses Gehäuse passt perfekt aufeinander. Wir haben ja kaum Gussnähte. Der Schaft sitzt fest. Also hier wurde wirklich darauf geachtet, dass alles sehr, sehr akkurat ist. Selbst hier diese Klappvisierung, da hat man nicht das Gefühl, dass es irgendwas Billiges ist. Das sitzt schön stramm. Da gibt es echt nichts zu meckern. Und als nächsten Punkt, wir haben hier ein Lizenzprodukt dank Umarex. Wir haben hier alle Beretta Markings am Start und das ist natürlich für alle Sammler immer wieder
ein Highlight. Ja, weiteres Highlight, und das bezieht sich jetzt mehr auf den Spieler, was dem Sammler ja nicht so wichtig ist. Akkurat, die PMX hat ein absolut präzises Schussverhalten. Ihr habt es gesehen, auf 30 Meter schießt das Ding hier wie eine Sniper. Absolut begeisternd. Auch die Gaseffizienz absolut hervorragend. Die Abzugsgruppe, Druckpunkt, Schussverhalten. Ihr könnt hier richtig schön schnell triggern, ohne dass ihr groß in den Cooldown kommt. Dank des leichten Verschlusses hier. Schön gemacht. Das Innenleben. Viele Stahlteile, genau da die Stahl-Internals, wo es drauf ankommt. Wir haben auch Internals aus Aluminium, aber an den Stellen, wo man nicht Bedenken haben muss, dass hier schnell was kaputt geht. Also hier wurde wirklich viel nachgedacht bei der Konstruktion. Und zum einen würde ich als nächsten Pluspunkt auch nochmal erwähnen, die Hop-Up-Justierung. KWA ist jetzt darauf endlich eingegangen, kein Einstellwerkzeug mehr, sondern wir können das jetzt hier bequem an so ein Drehrädchen einstellen und das funktioniert auch ohne Probleme. Weiterer Pluspunkt, wir haben hier wie beim Original komplette beidseitige Bedienung, sodass hier auch Linkshänder ohne Probleme damit schießen können. So, und ich hoffe, ich habe jetzt alle Pluspunkte durch. Was habe ich an Neutralpunkten? Eigentlich ist es auch schon ein Pluspunkt, aber ich sehe es mal eher mehr als Neutralpunkt Preis-Leistung. Also für 399 oder 340, ich sage mal jetzt für 340, bekommt ihr eine qualitativ hochwertige Gas Blowback Maschinenpistole an der Hand, wo es wirklich nichts zu meckern gibt. Umarex spendiert sogar diesen Frontgriff noch mit dazu, was ich schon mal ganz cool finde. Und für den Preis macht er definitiv nichts falsch. Von daher setze ich das als Neutralpunkt an. Preis-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich top. Ja, eigentlich ist es top. Es ist positiv, neutral. Könnt ihr unten mal reinschreiben. Kommt ja immer darauf an, wie viel Geld man selber zur Verfügung hat. Aber ich finde, das ist nicht schlecht, was Umarex hier gemacht hat. So, kommen wir zu den Negativpunkten. Und ja, ist nur persönlich gemeint, finde ich halt irgendwie ein bisschen bescheiden, dass wir hier einen 12 mm Gewinde am Outer Barrel haben und nicht den Standard hier 14 mm Negativgewinde. Ja, das beschränkt einen so ein bisschen, was man hier vorne anbringen kann. Ich weiß jetzt auch nicht, ob dieser 3 Warzen Mündungsadapter hier auch passt für die MP5 Suppressor für Airsoft, kann ich nicht sagen, müsst ihr unten mal reinschreiben, aber ich finde halt, man hätte das Standardgewinde schon nehmen können. So, das war es jetzt von den Pro und Kontras. Was noch bleibt, ist mein persönliches Fazit. Ja, persönliches Fazit. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass Umarex bzw. KWA mal wieder ein bisschen frischen Wind in die Airsoft-Welt gebracht hat und diesen, ich sag mal, Exoten aus der Real-Steel-Welt in die Airsoft-Welt gebracht hat. Ich feiere das wirklich ab, denn es hätte nicht sein müssen. Ja? Viele Hersteller gehen lieber auf das XAR-15 oder hauen noch mal ein MP5 raus oder so, aber eine Beretta PMX jetzt als Airsoft und dennoch als Gas Blowback und dennoch in dieser extrem guten Verarbeitungsqualität. Also daher mein persönliches Fazit, wer auf dieses Design steht und schon immer eine PMX als Airsoft haben wollte, kommt so nicht dran vorbei, weil das ist die erste PMX als Airsoft und der macht für das Geld auch nichts falsch. Also für 340 € kriegt er out of the box eine schön funktionierende Airsoft, nicht nur für den Sammler, sondern auch für den Spieler. Habt ihr gesehen, gute Präzision, gutes Abzugsverhalten, gute Gaseffizienz, ein schönes Hop-Up, was ihr leicht justieren könnt. Also hier gibt es von mir auf jeden Fall definitiv eine Kaufempfehlung. Was ich mir aber noch wünschen würde in diesem Zusammenhang, das hatte ich ja ganz am Anfang gesehen, nochmal eine Neuauflage von der Beretta M12 Maschinenpistole als Gasblowback. Das wäre auch noch mal was Feines, oder? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal unten in die Kommentare. So, das war es von mir gewesen. Bruce BB2K Airsoft Channel. Ich hoffe, euch hat das hier Spaß gemacht. Sollt ihr noch Fragen oder Anregungen haben oder Hinweise zu der PMX, haut das alles unten mal in die Kommentare rein. Ist bestimmt auch für diejenigen wichtig, die sich noch nicht so ganz sicher sind, ob das was für sie ist oder auch nicht. So, das war es von mir gewesen. Endspruch kommt jetzt.
Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Bleibt mir alle gesund und vor allem auch munter. Die schöne Jahreszeit hat begonnen, ja. Obwohl der April so ein bisschen ja verrückt spielt, muss ich sagen. Aber ich bin optimistisch. In diesem Sinne, macht's gut. Euer Bruce.